Hallo, da seid ihr wieder und ich bin auch wieder da. Ich hoffe, ihr freut euch. Heute geht es erst einmal um dieses Faultier vom letzten Workshop. Das wird jetzt verlost unter allen Schmiergeldzahlerinnen. Und vielen, vielen lieben Dank für das viele Schmiergeld. Es ist hier gut angelegt, hoffe ich. So, einmal durchrödeln. Die Rödelkiste. So. Verschluss oben aufgemacht und reingelangt. Da habe ich einen einzigen Zettel. Kiste mache ich zu und stelle sie gleich wieder weg. Ne? So, wir kommen zur Entfaltung des Zettels. Da steht jetzt ein Name drauf und der Name, der hier drauf steht, diese Person, die diesen Namen trägt, ich sehe es schon, bekommt dieses Faultier. Es geht zu Maria Lackner. Vielen Dank. Maria, das ist für dich, das Faultier. Ich hoffe, es kommt heil an. Ich glaube, du wohnst nicht so ganz in der Nähe. So, wohin jetzt damit? Erstmal in die Ecke. Und den machen wir auch in der Ecke. So. Wunderbar, dann kann es ja jetzt losgehen. Ihr habt gewählt, ihr habt euch für ein Rentier entschieden, das mit einem N. Das mit 2 N war vielleicht 2 oder 3 Mal auch dabei, aber das hat leider nicht gewonnen. Nur das Rentier mit einem N. Und das mache ich jetzt für und mit euch. Ihr müsst jetzt nicht gleich mitmachen. Genau, schaut in Ruhe zu, habt Freude vielleicht und macht es später. So, wir brauchen ein Nudelholz. Ich habe alles hier, was ich brauche. Eine Form, eine Styroporform oder eine Schüssel. Und diverse Werkzeuge natürlich, ein bisschen Wasser und Ton. Nicht zu vergessen, Ton, Aufbaumasse, schamottierten Ton. Wenn es geht, macht sich am besten. So, ich hole jetzt mal hier was raus. Erstmal liegt hier oben so ein harter Klumpen drauf, den nehme ich nicht. So, ich nehme schön das Weiche von unten. Ich brauche so viel, dass ich eine Platte ausrollen kann, die über diese Form passt. Ich glaube, das reicht. So, das kommt wieder in den Sack. Sack beiseite. Und das kommt hier auch erstmal beiseite. Und ich bereite jetzt das vor, dass ich aus diesem Stück eine Platte ausrollen kann. Und zwar eine runde Platte. Ich brauche eine runde Platte. Ich habe mich für die Form heute entschieden. Die andere ist ein bisschen schwieriger gewesen, aus einer eckigen Platte. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, so ein Rentier aus einem Kegel zu machen. Und überhaupt gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Das hier ist nur meine Version für heute, für euch. So. Ich bereite das vor und kloppe hier mal so eine Plinse, so eine platte Plinse. So. Und da rolle ich nun drüber mit dem Nudelholz. Gut gekloppt ist halb gerollt, ne? Deswegen mache ich hier mal ein bisschen Karate. So. Und jetzt stelle ich mich gleich hin, nicht erschrecken. Ich kann nämlich besser im Stehen rollen. Wenn ich das jetzt ausrolle, achte ich drauf, dass das rund bleibt. Ne? Nicht in die Länge rollen jetzt, nicht in eine Richtung nur. Es soll eine runde Scheibe werden. Ungefähr einen halben Zentimeter dick. So. Nee, was ist das schön rund? Fertig. Nudelholz beiseite, das brauchen wir nicht mehr, ne? So. Jetzt kommt die Form hier hin und die Platte oben rauf. Und ich passe sie jetzt schön an,
mit gestreckten Händen, Fingern. Schön, möglichst faltenfrei ringsherum anpassen. So. Wunderbar. Sieht gut aus. Jetzt hole ich mir ein Messer. Ich habe hier noch gar nichts vorbereitet. Ich habe alles in meiner Kiste. Das ganze Werkzeug in der Kiste. So, und jetzt schneide ich hier waagerecht unten mit dem Messer knapp über dem Brett. Schneide ich hier entlang der Form. Und dann erhalte ich eine schöne gerade Schnittkante, die ich euch gleich zeigen werde. Ich mache hier erstmal die Reste weg. So. Ab in den Sack. So. Schöne gerade Schnittkante. Ich passe das hier nochmal mit einem feuchten Finger an die Form an. Fahre hier einmal lang am Rand entlang mit dem feuchten Finger. So. Wunderbar. Und jetzt hole ich die Form aus dem, die Form raus. Ich hole die Form raus. So. Und klappe diese Halbkugel zusammen. Vorsichtig. So. Drücke die Kanten aneinander. Auf Stoß. Also nicht so wie bei der Apfeltasche, nicht so rausziehen, sondern so, dass eine schmale Ritze hier übrig bleibt. So zusammen. Schieben erstmal vorsichtig. Und um Gottes Willen bloß nicht außer Hand legen, ne? Immer schön in der Hand behalten. So. So sieht's aus. Jetzt brauche ich ein Schmierhölzchen mit einer gebogenen Spitze hier vorne und ziehe hier über die Naht die Trägerspur. Von mir sogenannte Trägerspur. Manche sagen auch Reißverschluss vielleicht, ich weiß es nicht genau. So, von beiden Seiten kommend entlang der ganzen Naht. Nicht zu zaghaft, aber auch nicht zu doll. Ich finde, das geht am besten mit dem Hölzchen. Mit dem Messer macht man da eventuell doch zu tiefe Ritzen rein. Das ist nicht gut, ne? So. Und immer von beiden Seiten. Von links nach rechts und umgekehrt. So, da ziehe ich jetzt glatt mit dem Messer. Das mache ich ein einziges Mal nass. Und lasse ein bisschen Wasser auf dem Brett zurück. Und dann ziehe ich das hier auch schön von der Seite kommend, von beiden Seiten kommend, immer über die Mitte rüber streichen, dass die Trägerspur verschwindet. Alles schön glätten. So. Da noch. Wenn ihr zu Hause feststellt, das liegt hier, das ist so schwierig, weil das zu weich alles noch ist, ne, dann gerne noch eine Runde auf der Styroporform lassen und einen Moment warten und schon mal die zweite Platte ausrollen. Dann könnt ihr eine ganze Herde Elche, Rentiere machen, Rentiere. So. Ja, drücke ich jetzt mit dem Finger noch ein bisschen zusammen, die Spitzen. Und dann wird gekloppt hier mit dem Pfannenwender immer rüber über die ganze Form. Und nie nicht außer Hand legen, immer schön in der Hand behalten. So.
Einmal gewendet. Und weiter geht's. Okay. So, einmal ringsrum bekloppt. Jetzt teile ich es in der Mitte. Ihr könntet aber auch das nicht in der Mitte teilen, sondern unten den Zipfel wegschneiden. Dann wird er ein bisschen größer. Und wenn ich es in der Mitte jetzt teile, dann kann ich 2 machen. Das ist doch cool, ne? Einer ist ja sonst so einsam. So, ich teile das jetzt hier also in der Mitte. Mit dem Messer wieder waagerecht. Mit einer ruhigen Hand teilen. So, eine Runde rum. Jetzt kann ich es auseinandernehmen. So, jetzt habe ich hier von innen die Naht noch zu sehen. Die schmiere ich zu. Das mache ich für gewöhnlich ohne Trägerspur. Dort geht so. Mit dem Hölzchen ein bisschen rüber, schön mit der Naht in die Hand legen, dann spüre ich von der anderen Seite, ob das gut ist. So. Hier unten über die Naht kommt wieder ein Tonpopel über das Ende. So, damit kann ich das nochmal extra absichern, dass es nicht beim Trocknen auseinander geht. Den schmiere ich jetzt hier in alle Richtungen, ohne die Stelle da zu zerdrücken. So, und im Idealfall ist der Tonpopel später nicht zu sehen. So. Von außen kann ich ihn hochschmieren mit dem Messer. Aufpassen, dass ich hier nicht gegen drehe. Und jetzt gehe ich mit feuchten Fingern hier nochmal unten am Rand entlang und mache den Stellrand schön, dass er nicht so ruppig aussieht. Nicht, dass dann nachher Kratzer auf den Tisch kommen, wenn man die Figur über den Tisch zieht. Ne? Das will ja keiner. Also schön mit dem feuchten Finger hier lang fahren und eine schöne Kante machen. So. Und weil das ja jetzt frisch gemacht und sehr weich ist, habe ich schon mal was vorbereitet. Vor einer Stunde ungefähr. Da steht er. Und den werde ich erstmal den weichen hier noch vorbereiten. Ich lasse immer gern die Naht hinten laufen an der Figur. Falls die aufgeht, ist das nicht so dramatisch, weil es hinten ist. Ne? So, also ist das hier hinten und hier ist vorne. Und hier delle ich jetzt so ein bisschen ein. Und dann habe ich so einen Ansatz für die Beine. Von unten sieht es dann so aus. Und ich habe hier gerade diese Welle reingedrückt. So. Wunderbar. Hier oben weiß ich schon, da später mal der Kopf raufkommt, dann kann ich das so ein bisschen würgen und so in die Länge ziehen, dass das nicht so ganz kegelartig aussieht, sondern wirklich so ein Stück Hals dran ist. Ne? So. Okay. Den Arsch hier kloppe ich noch ein bisschen rein. Und mit ein bisschen Gefühl so runterstucken aufs Brett, dass es so ein bisschen noch in eine Richtung kippt. Eher nach hinten als nach vorne, weil vorne kommt ja noch ein schwerer Kopf ran. Dann kann die Last besser verteilt werden auf die Figur. So. Okay. Das Ding muss jetzt warten. Und das andere auch. Und ich nehme mal den ich vorbereitet habe.
Ne, habe ich hier auch den Hals hochgezogen und hier oben auf die Spitze ein bisschen draufgeklopft mit dem Pfannenwender, dass ich den Kopf dann nachher gut anschmieren kann. So. Gut, das ist der Körper. Jetzt kommen die Hinterbeinchen. Ich nehme eine Menge Ton und trinke einen Schluck Tee. Ist ganz schön kalt, ne? So. Reicht das? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Learning by doing, ne? Das teile ich jetzt durch 2 und roll da mal so 2 ganz lange Rübchen aus auf dem Brett. In der Hand ein bisschen vorrollen zwischen den Händen. So, lange Rübchen. 1. Und 2. So, am vorderen Ende, mache ich das denn jetzt hier, komm du mal zur Seite erstmal. Das ist jetzt ein Hinterbein am Fußende praktisch. Schiebe ich das so ein bisschen mit der Hand nach da und hier mit den beiden Fingern halte ich das fest und schiebe ein kleines bisschen nach da. Dann entsteht der Fuß fast wie von selber. Das ist ja so ein Paarhufer. So. Beinchen Nummer 1. Hier hinten, das dünne Ende, schiebe ich jetzt auch ein bisschen zurück, weil das wird ja daran geschmiert, dass das ein bisschen mehr Ansatz bekommt zum Anschmieren. Ne? So, schön festhalten und in Richtung Fuß schmieren. So. Okay. Tue ich das Ganze noch ein bisschen schräg. So, dann passt das nachher ganz toll an die Figur ran. So, nochmal den zweiten Fuß hier gegenschieben, hier schön festhalten und zu der Hand schieben. Dann entsteht der Huf fast wie von selbst. So, drücke ich hier oben noch mal ein bisschen nach. So, und minimal mit den Fingerspitzen, mit Fingerspitzengefühl noch ein bisschen nachformen. So, und das dünne Ende auch Richtung Fuß schieben, dass ich da einen breiten Ansatz bekomme. Das mache ich wieder ein bisschen schräg, dass es gut an die Form, an die Figur ranpasst. So, sind ja beide wunderbar gleich lang fast. So, die kommen jetzt hier ran. Eine an der Seite und das andere an der anderen Seite. So, aufreißen, nass machen und verbinden. So, was haben wir denn jetzt zum Aufreißen heute mal? Ich nehme mal das hier. Eine Fruchtforke und ein Pinsel brauche ich noch. Der ist nicht so schön, dann nehme ich mal einen groben und einen Lütten, ne? So. Aufreißen. Die Ansatzfläche aufreißen. Wo es rankommt, auch aufreißen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Wird ja alles wieder glatt gestrichen, ne? So, hier auch aufreißen. Wunderbar. Jetzt ein bisschen Wasser, Schrägstrich Schlicker auftragen. Und vorsichtig da ranschieben, dass das Wasser aus der Ritze schmoddert. Eins und 2. Es wird ein sitzendes Rentier, habe ich das schon gesagt? So. Jawohl. Jetzt mit dem Hölzchen, das mache ich auch einmal nass. Drücke das wieder ein bisschen ab. Ziehe ich das hier mit ein bisschen Druck zum Körper hin.
Okay. Und zur Verstärkung noch eine kleine Sicherungswurst hier rumliegen. Eine ganz kleine, feine, weiche, geschmeidige. Ne, mehr darf nicht brechen. So, die drücke ich hier schön an, genau an die Verbindung, bis unten ran. Und schmier die halbe Wurst in Richtung Bein und die andere Hälfte in Richtung Körper. Auf beiden Seiten natürlich. Erst schön andrücken die Wurst. Keine Luft einarbeiten, ganz wichtig. So. Und dann mal gucken, wie es am besten geht. Mit dem Finger oder mit dem Hölzchen. Ne? Also die halbe Wurst zum Fuß. Und die andere Hälfte zum Körper. Ich mache das jetzt mal ein bisschen fix. Das ist noch nicht endschön. Denn ich weiß ja, was noch alles kommt. Nicht, dass wir hier bis Mitternacht noch sitzen. Ne? Also nicht wundern, wenn das nachher nicht so ganz schier aussieht. Das mache ich natürlich in meinem stillen Kämmerchen ganz alleine nachher weiter. Ne? Das dauert ja alles seine Zeit. Und ich will euch ja nicht langweilen. So. Ne? Ich würde das später umdrehen. Ich zeige euch das mal von unten. Und das hier natürlich auch noch ordentlich verstreichen. Ne? Das muss alles verschwinden. Unsichtbar werden. Ne? Aber dazu ist mir das jetzt noch zu weich. Das macht sich besser, wenn das noch ein bisschen fester wird, dass ein bisschen Widerstand da ist. Deswegen drehe ich es wieder um und versuche es zu ignorieren, was mir sehr, sehr schwer fällt. So. Siehst du, da geht schon los. Ich muss ja trotzdem weitermachen. Nee, ich muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt die Arme machen, die Vorderläufe. So. Achso, man kann das Ganze ja hier noch ein bisschen aufpeppen, das Beinchen. Indem wir hier von hier hinten, vom Fuß angefangen, so eine kleine Beule nach vorne schieben. Also den Ton bewegen, nach vorne zum Körper hin, dass hier in der Mitte so eine Beule, so wie so ein Knie entsteht. Ne? So. Immer wichtig, dass eine Hand festhält, sonst rutscht der ganze Kram hier vom Brettchen. So. Ein Knie. Auch noch nicht endschön, aber ich lasse es jetzt erstmal so, wenn es mir gelingt. So. Okay. Also ich gucke dann auch, dass hier dieser Übergang schön aussieht von oben, ne, zwischen Körper und Bein. Dass da keine extra Welle noch dran ist, dass das wirklich, dass man hier mit dem Finger schön lang wischen kann. Dass das gut zusammenpasst. So, jetzt kommen die Vorderläufe. Ich nehme wieder eine Menge Ton. Knete das schön durch und teile es durch 2 und mache die wieder parallel. So. Nicht ungefähr die Mitte, jawohl. Wieder 2 lange Rübchen. Eins. Und 2. So. Hier vorne drücke ich ein bisschen schräg rauf, dass das so ein bisschen abgerundet wird, nur so ein bisschen. Dann knicke ich das nach oben, halt hier schön fest und knicke das lange Ende nach oben. So. Mal aufpassen, dass das nicht zu fotig wird. Es wird ja ein Huf. Ich glaube, man nennt es Paarhufer. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, das noch besser zu recherchieren, dass ich hier keinen Müll erzähle. So. Jo, das ist ungefähr, das passt, ne? Der ist noch ein bisschen dick und der andere war ein bisschen dünn. Aber alles nicht so schlimm. So. Okay. Die kommen jetzt hier vorne ran. Körpernah und so ein bisschen hier in die Ecke rein, dass gleichzeitig die Füße da auch noch ein bisschen Halt kriegen.
So schön in die Ecke so reinlegen. Ne? Und vorsichtig da ranschieben. Und gucken, wo es dahin passt. Da das von vorne gut aussieht und von der Seite. Ich drehe es gleich wieder um. Geduld, Geduld. So habe ich mir das vorgestellt. So, dann zeichne ich hier mal an, wo ich aufreiße gleich. Und alles, was verbunden wird, wieder schön aufreißen, nicht zu zaghaft. Schön rau muss es sein. So, hier auch hier runter. Ein bisschen Wasser ran. Und mit Gefühl andrücken. So. Okay, habe ich hier schon angezeichnet. Jawohl. Das gleiche auf der anderen Seite natürlich. Und schön hier andrücken. So, die Schultern streiche ich ja gerne weg. Nach oben, was schmalschultrig ist oder gar nicht schultrig. Aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Kann man auch lassen. Ne? So, und jetzt mit dem Hölzchen vom Arm, vom Vorderlauf ein Stück in Richtung Körper ziehen. Hier unten beim Fuß nochmal schön, dass er richtig schön sich da hinten ranlegt. So. Das ist erstmal nur grob. Das wird nachher natürlich so lange verstrichen, bis es gut aussieht und keine Streich- und Schmierspuren mehr zu sehen sind. Maximal, dass ich noch eine Rille nochmal ziehe, wenn alles fest ist, um so eine Kontrastlinie später beim Glasieren zu haben. So. Das Schöne kommt dann später, ne? Das schön machen. Wenn man später hier unten reinkommt, ne? Kann man von innen nochmal gegenfahren, wo die Arme lang laufen, ne? Das gibt nochmal Halt. Ich mache das mal gleich so. So, und verschmiere das später von innen auch nochmal richtig. So, ne? Sitzt du hier noch gut? Jawohl. So. Gut. So ähnlich wie ich das hier mit dem Knie gemacht habe, könnte man das hier auch mit dem Ellenbogen machen. Ne? Hier so einen Knick reinschieben. Reinschieben, reindrücken. Oh, das ist hier noch nicht so ganz schön.
Das muss ich später noch machen, aber hier ist das ganz gut zu sehen an der Seite, so ein Ellenbogenknick und hier das Knie, ne? Kann man auch weglassen, hat der Gummigliedmaßen, ist auch nicht so schlimm, ne? So, jetzt geht es weiter mit, ja, hier vorne das Maul, ne? Nehme ich mir eine gute Handvoll. So viel. Ist vielleicht ein bisschen viel. So, noch ein bisschen weniger. Und drücke mir erstmal schön durchkneten. Feucht halten. So. Und drücke mal in der Hand so eine Rübe, eine kleine dicke Rübe. So ein bisschen länglich, eirig, rübig. So. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, passt. Von der Größe her passt es. Lohnt sich zwischendurch immer mal zu gucken, gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat, ob eventuell doch ein bisschen mehr Masse sein muss oder ein bisschen weniger. Man kann ja jetzt nicht so ein riesigen schweres Teil da vorne ranbasteln. Da zieht es denn so nach unten. So. So habe ich das jetzt gemacht. Hier vorne schön rund. Ne? Und hinten, naja, das wird ja hier so, kommt da dann so ran. Da ist erstmal egal. So. Hier vorne aber schön rund. So. Jetzt würde ich da vielleicht mit dem Finger reingehen, am schmalen Ende, bis nach vorne. Oder mit einem Hölzchen. Ich nehme heute mal ein Hölzchen. Ich nehme mal das hier. Finger ist vielleicht zu dick, ne? Also von hinten, ich habe hier so eine Holzstricknadel. Schiebe ich die hier so rein, halte das hier kompakt fest, dass ich nicht durchschiebe. Schön mit Gefühl und im Inneren ein bisschen umrühren mit dem Holz. So ein Hebel. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt genau an der Stelle und dann kann ich hier von innen etwas umrühren. Was jetzt ein bisschen ungünstig ist, dass die Stricknadel vorne so spitz ist. So. Ich umgerührt. Ich versuche jetzt mal mit meinem kleinen Finger da rein zu fahren. Oh ja, das geht gut. Oh, jetzt passt sogar auch der Zeigefinger rein. Dann kann ich vorne die Rundung besser spüren von innen, wenn da später mal Nasenlöcher reinkommen. Dann sieht das besser aus, wenn die, ja, wenn das eine schöne Innenrundung auch ist. So. So, jetzt ziehe ich das Ganze wieder ein Stück nach hinten. Gehe mit dem Finger rein und ziehe es nach hinten in die Länge. So. Hier so ein offenes Dingens. Wo ist jetzt oben, wo ist jetzt unten? Ist fast egal. Und klopfe an der einen Seite, mache ich das so ein bisschen schräg platt. So. So. Ne, ist jetzt nicht mehr ganz so rund. Bisschen angeschrägt. Genau. Jetzt gucke ich mal, wie das hier raufpasst. Ist so eine kleine Beule jetzt entstanden, die mache ich noch weg. Von innen kann ich gegendrücken, ja. So, und jetzt wirke ich hier vorne nochmal rum. Am dünnen Ende. So, und das sollte nachher hier so raufpassen. Am besten so ein bisschen schräg. Deswegen schneide ich jetzt hier unten mal so eine Ecke weg. Ja. Das man gaut. So. Und hier vorne ziehe ich jetzt mal eine Maullinie. Ganz grob, nur zur Orientierung. Mit dem Finger.
bisschen kloppen, dass die Nase schön breit wird. So. Könnte jetzt auch noch ein Nilpferd werden, ne? So, das Ganze kommt jetzt hier ran. Wunderbar. Zur Sicherheit werde ich hier ein Loch reinpicken. Hier so. Falls hier vorne dann kein Loch reinkommt in die Nase, dann ist hier keine Luft eingeschlossen. Sicher ist sicher. So, hier schön aufreißen und da schön aufreißen. Alles nass machen. Und ran mit dem Kopf. Jetzt vorsichtig positionieren. So, einmal vorsichtig andrücken. Und dann vom Kopf die Masse hier zum Körper streichen. Die Rille verschwindet. Unten rum auch. Einmal hochheben. Und hier unten rum ein bisschen Masse rüberziehen zum Hals. Und um den Hals herum, hier so unten rum, würde ich eine Sicherungswurst empfehlen, nochmal ranzuschmieren. Der Kopf kriegt jetzt noch gleich ordentlich Gewicht. Erst schön randrücken, die Wurst. Und dann die halbe nach unten und die andere Hälfte nach oben schmieren. Natürlich kann man auch die Nase etwas schmaler machen. Erlaubt ist, was gefällt. Das ist hier nur meine Version von einem Rentier. Eine meiner Versionen. Und ich finde die ganz witzig. Deswegen wird mein Rentier wahrscheinlich auch keine rote Nase bekommen. Aber wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr natürlich eurem Rentier eine rote Nase verpassen. Ist ja ganz klar, ne? Ich denke, ich werde es nicht machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So. Also wenn rote Nase, dann vielleicht auch überlegen, ob nicht vielleicht hier oben, hier vorne, ob ihr da noch eine Murmel drauf haben wollt. Ne? Das würde ich vielleicht machen. Für mich ist dann kein Rentier mehr, aber Rudolf hat dann eine rote Nase und das wäre halt eine Möglichkeit. Ich würde es nicht machen. So. Jetzt kriegt es Ohren. Also wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, ich habe das hier nur grob verstrichen, grob verschmiert. Das geht nachher alles noch viel schöner. Mit dem Finger, es ist ja so dunkel geworden auf einmal, mit dem Finger, mit dem Pinsel, ne, wie es am besten geht, ja. Aber das würde jetzt zu lange dauern für den Film, deswegen mache ich das später. Ich mache jetzt hier mal 2 Ohren ran. Ich nehme eine Menge Ton, teile sie durch 2 und mache 2 kleine Rübchen. Hab 2 Rübchen. So, und die drücke ich auf dem Brett schräg zueinander. So. Schräg
direkt zueinander. Und mach Anprobe, Ohrenanprobe. Da kommen sie hin. Aufreißen, nass machen, verbinden. Komm her. Da auch nass machen natürlich, ne? Elch. Ah ne, Rentier. Nicht zu verwechseln mit dem Elch. Der kriegt Schaufeln, ne? Das Rentier hat keine Schaufeln. So, ich drücke die Ohren hier ran, dass das Wasser wieder aus der Ritze schmattert. So, und mache die Übergänge unsichtbar. Verstreiche sie hier. Jetzt muss ich mal meine Brille langsam aufsetzen. So. Verstreiche das. Es ist genug Material am Ohr, da kann man alles wegstreichen, ranschmieren zum Körper, zum Kopf, dass nirgends eine Ritze bleibt, auch nicht hier drunter, schön aufpassen. Weil wenn da eine Ritze bleibt, dringt da, also bei mir jedenfalls, bei uns hier, beim Brennen, nach dem Brennen, Feuchtigkeit ein und dann löst sich das unter Umständen ganz schnell. Deswegen ist immer gut, wenn keine Ritze mehr zu sehen ist vom Schmieren. Wenn man eine Ritze haben möchte, die nachträglich dann reinziehen. Wenn alles befestigt ist, dann kann man noch eine Ritze ziehen, wenn gebraucht wird. So. Eine Glasurritze zum Beispiel, was ich nachher bei den Armen auch noch machen werde. Ne? So, aber erstmal geht es darum, alles schön miteinander zu verbinden, da nichts abfällt am Ende. So. Kann ich die Ohren auch noch ein bisschen ausarbeiten. Das mache ich aber erst später. Mit dem Hölzchen oder mit dem Finger hier eine Linie eindrücken. Ne? Das werde ich bei diesem Rentier aber später machen. Gucken, wie das hier aussieht und ob sich das gut anfasst. Und dann muss ich nochmal von unten gucken, ob ich wirklich überall alle Ritzen geschlossen habe. Jo. Da gehe ich nochmal mit dem Pinsel nach. Gut. So, solange es weich ist, ist es ja auch alles veränderbar. Die Ohren können jetzt natürlich noch nach unten gelegt werden oder nach oben oder nach hinten, wie ihr wollt. Aber ich würde sie ja jetzt mit dem Geweih, mit dem Gehörn zusammenführen. Das macht die Ohren etwas sicherer und auch das Gehörn. Deswegen vielleicht ist es ganz gut, wenn das irgendwie kompakt ist und nicht noch extra Spitzen und Zacken noch mehr. Das ist sowieso schon alles recht empfindlich. Ne? So. Deswegen kommt jetzt erstmal das Geweih. Ich nehme wieder eine Menge Ton. Das ist viel zu viel. So, teile das durch 2. Und mach wieder 2 lange Rübchen. Immer diese Rübchen. 1. Du mal zur Seite, Freundchen. 1. Erst in der Hand ein bisschen vorrollen, dann auf dem Brett nachrollen. 2. So, hier vorne drücke ich wieder rauf. Da platt wird. Und ich mache hier wahrscheinlich ein 2-Ender. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch ein 3-Ender. Jo, kann man sich ja überlegen. Man kann auch ein 5-Ender machen. Ne? So, ich mache hier einmal eine Fingerkerbe rein. So. So ein Schraubenschlüssel sieht das denn aus, ne? Das arbeite ich noch aus mit feuchten Fingern.
Ne? Schön die Falten hier wegstreichen. Alles schön machen. So. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn er mehr Enden bekommen soll, also das Geweih, dann würde ich alle zusätzlichen Enden da ranfriemeln. Ich zeige euch das gleich. So, ich mache den erstmal hier fertig. Hier eine Fingerkerbe rein. Schraubenschlüssel oder Knochen. Dauert den Knochen ein bisschen. So. Zurechtformen. Das schön verstreichen. So, das ist jetzt die Zwei-Ender-Variante. Und ja, mache ich mal hier noch so eine kleine Wurst. Nicht zu groß. So. Eine kleine Wurst mit 2 runden Enden. Schön abgerundet. So, dann schneide ich die einmal so schräg durch. Schräg. Und dann kann ich das hier schräg ansetzen, wo ich es hinhaben will. Hier vielleicht so. Und den da so. Ja, so werde ich es mal machen, ne? So, und wenn ihr mehr wollt, müsst ihr einfach nur mehr Würstchen daran basteln. Mir reicht das jetzt hier, ne? Drei Ende. So. Aufreißen. Aufreißen. Aufreißen und nochmal aufreißen. Alles aufreißen. Tupf, 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 tupf. So. Und ran damit. Schön randrücken. Und verstreichen. Natürlich kann man auch versuchen, das ganze Gehirn aus einem Stück zu formen, aber ich weiß aus Erfahrung, bei mir ist das jedenfalls so, dass das wirklich sehr, sehr fummelig ist und sehr lange dauert. Und ich denke, das geht einfach hier ein bisschen fixer. So. Und auch etwas symmetrischer, also ein bisschen gleichmäßiger, ne? Von links nach rechts. Wobei es auch nicht so schlimm ist, wenn das nicht so gleichmäßig ist. Natürlich ist das überhaupt nicht schlimm. So. Schön verbinden. So. Werde ich es mal lassen. Das muss sich hier immer gut anfühlen, gut, sicher verbunden sein. Schön aussehen. So. Okay. Dann kicke ich mal, wo das jetzt rankommt. Also der kurze hier in der Mitte, der guckt natürlich nicht nach unten nachher, sondern, oder doch? Der guckt eher nach oben. Naja, es gibt wie immer mehrere Varianten. Ne? Probiert euch aus. Ich lege das hier so ran und entscheide mich gerade, dass das mir zu lang ist. Ich knipse das Ende hier mal weg. So. Und lege das hier so ans Ohr mit ran, dass das Ohr das Geweih mit hält.
So würde ich das positionieren. So, das wird jetzt natürlich auch aufgeraut, nass gemacht und miteinander verbunden. Hier schön zuschmieren die Rille und dann später nachziehen, um das Ohr vom Geweih zu trennen optisch. Hintenrum auch die Kante schön verbinden. Das mache ich jetzt nicht, weil das wirklich sehr, sehr, sehr lange dauert und nein, das möchte ich jetzt nicht machen. Und hier vorne, das wird nach vorne gestrichen. Ne? Dieser Übergang kommt natürlich auch weg. Erst das eine Geweih anstreichen, dann das zweite Geweih, weil das hier so ein bisschen rüber geht. Ne? Kann man das gut miteinander verbinden. So, dann war ja noch das Thema mit der Nase. Also, wie gesagt, wenn es die klassische Rudolf-Nase sein soll, dann würde ich da eine Nase raufsetzen, die dann später rot wird. Aber ich möchte gerne Nasenlöcher machen. 2 schöne große Nasenlöcher, die pieke ich jetzt hier vorne rein mit der Stricknadel. Ich halte das kompakt fest. So. Und pieke, na, muss ich erstmal sauber machen hier, so. Pieke hier ein schönes tiefes Loch rein, fang unten an und drehe das Ding jetzt ein bisschen raus und hoch. Andere Seite ganz genauso. Hoch und raus, zur Seite drehen. Genau. Jetzt kann ich hier mit dem feuchten Finger die Ränder ein bisschen hübsch machen. Ein bisschen nach außen biegen, ganz klein bisschen. Und hier unten reindrücken. So. Nee, was ist das sollte, ne? Mit dem Feinpinsel versäubere ich das nachher noch hier, ne? So, gehe ich nachher mit dem Pinsel nochmal lang. So, was kriegt der noch? Das Rentier, es könnte noch hier so ein Flaum kriegen, so ein Bart, ne? Also wenn der Kopf immer runterfällt, kann man hier natürlich einen Schwamm drunter schieben oder Küchenkrepp und das bisschen absichern, ne? So, ich würde jetzt hier das noch ranschmieren, wie so eine kleine, naja, so ein Gefranselzeugs da am Hals, ne? So ein Franselhals. Also, das ist hier so ein kleines, spitzes Dingens. Ich reiß das hier auf. Drück das an. Warum? So rum. Drücke das, reiß hier auf. So. Nass machen. Köpfchen ein bisschen hoch, dass ich das noch ein bisschen in Richtung Hals schiebe. Macht das Ganze noch ein bisschen stabiler. So. Streiche das hier ein bisschen an. So ein kleines Sandmännchenbad, ne? So, dann werde ich das hier mit dem Hölzchen strukturieren. Kriege ich das jetzt hier angehoben? Jawohl. Erstmal da unten nochmal verbinden, untenrum. So, und jetzt hier mit dem Hölzchen mein Stuhlknat. Bisschen mit Druck strukturieren. Druck, damit es sich hier schön nach unten hin verbindet. Und dann kann man die Frisur noch ein bisschen gestalten mit dem Druck. So. Alles noch mit dem Pinsel schön machen. Aber das mache ich später. So, hat er Nasenlöcher? Hat er. So, kann jetzt wieder nicht aufhören zu streichen, zu pinseln, zu glätten, schön zu machen.
Die Mundlinie hier unten, die Maullinie, die ziehe ich noch einmal nach mit so einem spitzen Hölzchen oder mit so einem ganz spitzen vielleicht auch. Mikado. Ich gebe hier eine schöne Kontrastlinie rein. Bisschen drücken. Vielleicht noch so einen kleinen Mundwinkel reindrehen. Ist gar nicht so einfach, das jetzt so zu machen, dass ihr das seht und ich auch. Ich denke mal so. So, und hier vorne ziehe ich auch nochmal rum. Das muss ich mir nachher natürlich von unten auch noch angucken, ne? Und nochmal ausstreichen. So. Geschickte Hände können das Maul natürlich auch einschneiden und öffnen. Ich würde es mal jetzt nicht machen. Aber auch die Möglichkeit ist natürlich gegeben. So, fehlen noch die Augen, ne? Die Augen kommen hier oben rauf. Also ich mache das Geweih natürlich erst fest, bevor die Augen raufkommen. So, ich setze die jetzt nur mal darauf, dass ihr seht, wie das aussieht bei mir. 2 feine, weiche Murmeln. Das wären die Augen. Ich drücke sie gleich hier auf dem Brett als Paar zusammen. So. Und dann gucke ich mal, ob sie mir gefallen oder ob sie zu groß sind oder zu klein. Wenn sie zu groß sind, wiederhole ich die Übung mit weniger Ton. Wenn sie zu klein sind, wiederhole ich die Übung mit mehr Ton. Ist ja ganz klar. So, und rauf damit. Und was soll ich sagen? Die sind natürlich perfekt, ne? Die Größe ist perfekt. Die werden jetzt angeschmiert und wenn sie dran sind, kommen da auch Pupillen rein. Ich habe sie jetzt nicht angeschmiert. Wenn ihr das zu Hause nachmacht, macht die Augen bitte fest, bevor die Pupillen reinkommen. Macht sich besser. Und dann kommt hier auch noch ein Augenlid rein. So. Nee, was bist du, Säugling? Jo, jetzt haben wir noch eine kleine Kleinigkeit noch. Und zwar ist das ja ein Paarhufer, deswegen kriegt er hier eine Ritze in jedes Füßchen rein. Eine Kerbe. Ne? Habe ich hier so ein gerades Hölzchen mit so einer geraden kurzen Kante. Und die drücke ich so in den Fuß rein. Mittig natürlich. So. 1. Hier auch. Macht sich auch besser, wenn das schon ein bisschen angetrocknet ist und nicht mehr so weich ist. Dann bleibt das unter Umständen am Hölzchen kleben. Deswegen habe ich damit noch einen Moment gewartet. 3 und 4. Super. So, das wird natürlich auch noch ein bisschen ausgepinselt, dass die Kanten nicht so scharfkantig sind. Schöne, weiche Kanten möchte ich gerne am Huf haben. So. Ja, mir gefällt's. Was sagt ihr? Ich drehe ihn mal ganz langsam. Achso, ein Schwänzchen braucht er nicht, sitzt er drauf, ne? Können wir uns klemmen, ne? Braucht er nicht. So. Von hinten. Von der Seite. Und von vorne. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr versucht es auch. Wie gesagt, es ist beliebig veränderbar. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen gewagt hier mit den Beinchen, so dünn und weit abstehend. Ne? Nicht so einmal falsch angefasst, Beinchen abgebrochen. Aber dann kann man ja Kleber zum Mitbrennen gibt es oder Sekundenkleber, wenn es schon fertig ist und später passiert.
oder zusammenkleben und einen Verband drum machen, wenn das hier so bricht. Das sieht auch ganz witzig aus. Ist alles nicht so schlimm, ne? Kriegt man alles wieder repariert. Schlimm ist, wenn man das verkauft und davon leben muss. Und andauernd so eine Beine abbrechen. Das ist nicht schön. Ja, dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Dass ihr Spaß beim Nachmachen habt. Dass es euch gelingt. Und wenn ihr wollt, schickt doch die Fotos auf unsere Rakuritäten Fanpage. Und wenn es euch gefallen hat und ihr ein bisschen was gelernt habt, den einen oder anderen Kniff und Trick, dann könnt ihr euch gerne mit einem kleinen Schmiergeld auf unserer Homepage erkenntlich zeigen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal, aufs Kamel. Auf Wiedersehen. Ich mache das jetzt alles noch schön. Hier das Geweih und alles. Und später gibt es noch ein Bild. So. Wir machen schöne Augen, ne Schnute kaum zu glauben. Witzig, lastig und genial. Wir sind das Original aus Saal. Rakuritäten, 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 Rakuritäten.